So, zum Thema klappernde Benzinleitung beim EA113 gibt es eine ganz einfache und simple Lösung. Und zwar kriegt man das wie folgt abgestellt. Zum einen kann man mit zwei Kabelbindern die Benzinleitung, das ist diese hier, kann man die mit einer Kabelbinder 8 schon mal hier mit dem Kühlwasserrücklauf verbinden, dass sie hier oben schon mal nicht mehr so viel Spielraum zur Bewegung hat. Und zum anderen kann man die in dieser Plastikklemme, jetzt muss ich mal gucken, dass man das vernünftig sieht, die geht hier rein in diese Befestigung und die steckt normalerweise in dem hinteren Loch. Ich habe die jetzt bei mir in das vordere eingeklemmt und damit war Ruhe im Karton. Die kann man natürlich noch ein bisschen runterdrücken oder hochziehen, je nachdem, wo das Klappern dann aufhört, und damit ist das Thema erledigt. Keine weiteren Folgekosten, keine Fuschereiarbeiten bei VW mit Filz. So einfach, so simpel funktioniert das.